Oh, noch eine Stunde. Und nervös. So, dann lasst uns schauen, was gleich passiert. Und was uns entgegenkommt. Aber es hatte ja gehießen, wir kommen erst weiter, wenn wir Shigure, den Typ da vorne, platt machen. Deswegen wollte ich schon mal speichern. There they are. Which must mean they took out every one of the exorcists who went after them. Hey, I told them not to bother. Now how did that sword of yours turn out? Fine, I'll find out myself. Rokuro, we can handle the exorcists. Go and find your victory. Thanks. All right, let's get down to business. Ja, da ist der Heiligenschein. Geil. Das ist cool. Ja, aber ich mache das jetzt nicht unbedingt bei jedem Charakter. Aber bei Dings passt es ganz gut. Dann ins Cutscene. Okay, das ist cool gemacht. Das Ding ist, bei Laphicet okay, aber bei den Rest meist nicht unbedingt. Das wäre ein bisschen zu viel. Matsch. Ah, ich kann Dings nicht nutzen. Ah, ich kann gar nichts nutzen. Warum macht er so viel Damage? Ah, warte mal, was mir gerade einfällt. Das hatte doch Feier gesagt. Chat? Wie kann ich das hier machen? Ja. Stimmt, ey. Wie kann ich das nochmal im Fokus nehmen? Auto ein aus? Obwohl, die habe ich schon mal eingesetzt. Das habe ich noch nicht verstanden. Wie ich die einsetze. Obwohl, das ist... Nee, Seelenbrecher. Ja doch, Seelenbrecher. Das ist alles Brecher, Artebrecher. Ich weiß nicht, wie ich die... Wisst ihr? Dass ich die so kombiniere, dass ich die drin habe. Warte mal, wenn ich da auf Ja klicke. Oh. Achso. Ah, die waren ausgegraut. Heißt das, ich lerne die noch? Ich habe halt Angst, dass ich wieder irgendwas verpasse. Die Leute sich da wieder lustig machen. You put up a good fight, I'll give you that. But you're a frickin' demon. Shouldn't you bring more to the table than pretty damn good Rangetsu style? You don't have what it takes to win against the rightful heir. Don't count me out. Just yet. I've got something to show you! Take this! Now that was clever! Giving up one of your own hands to go for my neck. If I was just a second slower, I'd be dead now. I like it. This is what I've been looking for. All right, let's call it good here. Listen up! If y'all want any hope of beating me, come find me once you're more skilled and better armed. I'll cut you down. No matter how many times I lose. No matter how many years it takes.
There we go. That's the face I'm looking for. So vicious. It's perfect. Auch wenn der echt nervig ist, aber ich mag ihn What irgendwie. is wrong with him? Shouldn't you be worrying more about your own skin? The entire Abbey knows by now that you're a traitor. That guy, he was really strong. Yeah, he was. They all are. But we will beat him if we must. No matter what it takes. The Von Eltius here. Let's get going. Please, take me with you. I'll make a sword that surpasses Stormhowl yet. I know I will. But for another blade to beat Stormhowl, its wielder must be a swordsman of unmatched skill. Hey, Eisen. Got any room on this pile of wood scrap for a suit of armor? If not, make someone wear it. Works for me. You heard him, Kurogane. Many thanks. Okay, we're off to find Grimoire and decipher the book. You know where we're going, right, kiddo? Yeah, we're headed for the Assault Archipelago in Southgand. Erstmal will ich jetzt meine Jagdquest abgeben. Wir haben schon so viele jetzt gemacht. Ich glaube 3 Stück oder so. Yay, wir können so... Ah, hier haben wir wieder das Ding zum Eintauschen. Gucken, hat er was Neues? Ah, nee. Schade. Hier haben wir erstmal die Jagd-Dingsbums-Döns da ab, würde ich sagen. Für den Abschluss von 3 Alarmstufe Rotjacken überreifte Spinne und 6850 erhalten. Gucken, wie viele haben wir jetzt wieder? Oh Gott. Das sind die 2, die wir noch nicht gefunden haben. Die haben wir geschafft. Okay. Odoro, Höhle und See und hier Katakomben. Aber was für ein Item habe ich bekommen? Irgendwas mit Spinne. Hä? Was habe ich bekommen? Ah ne, warte mal, das kann ich schon einfach so sehen, wenn ich mit dem rede. Erhöht auf normaler Schwierigkeit oder höher die Chance, zufällige Fertigkeiten der Stufe 2 zu erhalten. Ah. Zeigt die Anzahl ungeöffneter Schatztruhen auf der Minikarte an. Ah, das hatten wir doch. Deswegen, okay. Deswegen habe ich das vorhin auf einmal gesehen. Aha. Verdoppelt die Effektrate für den Erstschlag im Kampf. Alle die Effekte sind insane. Flugstabilisierung im Kampf. Gewährt auf mittlere Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die den Elementarschaden verringert. Scheiße, ich hätte die wirklich machen sollen. Ich hoffe, wir können mit dem Boot jetzt vielleicht irgendwann mal selber fahren. Würde ich die vielleicht doch noch ganz schnell machen. Weil das wäre ziemlich insane. Wir müssten in die Katakomben und in die Höhle noch immer. Jetzt kann ich es wahrscheinlich frei bewegen. Warum zum Geier muss es ausgerechnet Island sein? Ah, der Sensenfluch, natürlich. Die Kontinente sind durch Seerouten miteinander verbunden. Wenn du zu einem anderen Kontinent reisen musst, dann sprich mit Benwick am Hafen, um mit der Von Eltia dorthin zu fahren. Das Reisen auf diesem Weg kostet dich kein Kalt. Es ist also eine hervorragende Reisemöglichkeit. Okay, ich kann aber nirgendwo anders dahin. Ich kann nur da oder da. Hä? Aber warum kann ich jetzt nicht frei bestimmen? Okay, das ist komisch. Vielleicht kann ich es gleich nochmal, wenn wir da sind, bestimmen. Weil storymäßig jetzt erstmal hier lang gehen muss. I gotta say, you guys look less like pirates and more like a circus troupe. Are you alright with having demons on board, Benwick?
not remotely an issue. If you're aboard this ship of misfits, you're a pirate. That's just our creed. At least, that's what the captain and the first mate always say. Speaking of the captain, what's Eifried like? Let's see. How do I put it? He's like if the sea were a person, and that person had a pointy beard. Huh. A bearded sea? Look, everybody on this ship is an outcast from society in some way. Despite that, Captain Eifried accepted us for who we are, and took us all on board. So he's a kind man. Well, would you say that the sea is kind? How would it feel to dive in with an open wound? It would sting. A lot. Quite so. Some days he's calm and steady, and others he rages. He can be shallow, deep, even a whirlpool. Sounds like he's a little scary and hard to read. Yeah, sometimes it's hard to serve him, but that air of mystery keeps us around and makes us want to take those jumps. At the end of the day, the dread pirate Van Eifried is one hell of a guy. He sounds like Velvet in a lot of ways. Wait, what? How so? I didn't describe him right at all, did I? Benwick, we're changing course at once for Port Renede. Sir? What's going on? 3 of our men have collapsed from the Corsair Scourge. They first showed symptoms 3 days ago. How are you holding up? I'm still doing all right. But if this really started 3 days ago, that means we're all carrying it, doesn't it? That's what I'm afraid of. But if we head straight to Port Renede, we should be able to get medicine there. I'll check on everyone's condition. Make sure everyone stays hydrated, including yourself, understand? Sir, yes sir. All hands, assume emergency positions. The crew's holding up well for a bunch of folks at death's door. What do you mean? Is this Corsair Scourge fatal? Quite. No one knows what causes it, but it starts with a high fever and ends up with the body falling apart like sand. Like sand? Once, there was a great band of pirates who ruled the seas, but the disease spread through their ships and killed every one of them. That's why it's called the Corsair Scourge. Does that mean we've been infected as well? You humans, for sure. Only humans fall prey to the Corsair Scourge. Then it could have gotten to you too. Right, Moggy Lou? Oh, right! Alas, that my glorious saga should meet such an ignominious end! I can't allow our vessel to die from this. If you start to feel ill, speak up. I will. All right, we'll all be helping out in the search. Everyone but Eleanor, that is. Huh? Oh, why does she get to stay? I might be dying too, you know. You're a witch. Magic yourself healthy. Now quit whining and get going. Oh, not even a witch is safe from the ravages of the Reaper's curse! The Reaper's curse? Lul. Ja, okay, deswegen konnten wir nicht, denke ich mal, uns frei bewegen. Gerito, mach's gut. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und gutes Nächtle. Okay, where's the herbalist? If I remember right, the Corsair's Scourge needs a particularly special medicine. Yeah, it's a wildflower called Salatoma. Its juice can cure the Corsair Scourge. Doesn't sound too tricky. Let's not relax until we have it in hand. Right. Now let's get going. Hold on a minute. Won't you just be spreading the disease if everyone wanders into town? Surprisingly, no. For whatever reason, you can only catch it over the ocean waves. It's speculated it might have something to do with the salt in the air, or maybe the microbes in the seawater. Nobody knows the cause for sure, but there are no recorded cases of people catching it on land. I see. A strange affliction indeed. We'll be back soon. You all remain on the ship. All right. Good luck out there, sir. We've got to hurry. Salatoma. Is this really going to be necessary?
What do you mean, Eleanor? Oh, nothing. It's just, well, the herb is known to work well for fevers and the like, but it tastes bad. So bad. Some say it would even bring a demon to the brink of tears. Maybe so. But better to drink it than to die, right? Oh, I'm not worried. It just reminded me of stories from my childhood is all. Gut, wir müssen ein Kraut suchen, um die Korallen, um die Plage zu beseitigen. Weil sonst alle tot umfallen. Ich will nochmal speichern. Speicher gerne. Speichern ist super. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Videospiel zu speichern, speichert. Das tut. Es tut nicht weh. Und es rettet euch verdammt nochmal den Arsch. Ja, hier ist eine Schatztruhe. Das ist schon geil, dass wir überall die Truhen jetzt angezeigt bekommen. Also sobald wir die Möglichkeit haben, die Jagdquests weiterzumachen, machen wir das, glaube ich. Und das ist schon ziemlich insane. Auf und davon. Da ist eine Burg. Und hier liegt überall Loot, das ich zerstören muss. This bridge has a bit of history to it. Port Renede was originally built here on this inlet. The water's deep enough for ships, but as you can see, it's a bit too narrow for a port. Large ships couldn't come close without a top-rate crew. So Port Renede was used almost exclusively by smaller ships. What about the Von Eltia? We're the best of the best. We came and went as we pleased. So your point is you wanted to brag? Hey, let me finish. The people wanted their town to grow, so they built an outer harbor for large ships, and this bridge to connect to it. Uh-huh. So that's why the port and the town are separate. But there's more. We secretly helped provide the funds and resources for them to build it. So you are bragging. And did this bridge bring prosperity to Port Renede? No. The Abbey began regulating shipping and travel, right about the time the town finished building the outer port. If only the seas had remained free, Port Renede would have developed into a center for commerce and trade. I suppose things don't always go as planned. Then again, even if Port Renede became a bustling port, we still would have no trouble slipping in or out. I'm not biting this time. Lul. Apropos, Schiffchen ist da, let's go. Expedition. Take a look. Oh. This will be big. Königsstatue. Ein neues Gebiet ist frei. Aber das Gebiet ist immer noch nicht geklärt. Lol. Ich schätze. She's so pretty. Diese aus dem Exsphäre-Meer gefischte Statue einer wunderschönen Göttin bringt eine mystische Energie, die bewirkt, dass sie sich im Laufe der Zeit langsam bewegt. Eisen, ein Bildnis. Achso, das sind nur solche Stories, okay. Neuer Titel. Was hat es eigentlich mit den Titeln auf sich? Strategie. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie ich die hier anwenden kann. Bei Mode kann ich auch nichts machen. Kann mir jemand vielleicht sagen, was das mit den Dings auf sich hat? Mit den Titeln, oder ist das einfach nur Titel? Oder hat das einen besonderen Hintergrund? So, schauen wir mal. Oh Gott, schon wieder. Gucken wir mal, haben wir hier neue Jagden? Oh ja. Hört auf mittlere Schwierigkeit oder der mit einer Schwachpunkt-Kombo verursachten Schaden. Zufällige Fähigkeit. Die Fähigkeit verstärkt, wenn die GP unter einem gewissen Wert sinken. Okay, nice. Okay, da haben wir wieder einen Händler und eine Katztruhe und auch die Quest. Oh Gott, so viel auf einmal. 125, Alter. Eine Katz gefunden. Bin echt gespannt, was das mit der Katze noch auf sich hat. So, schauen wir erstmal kurz hier, was der Händler hat.
Nichts Neues. Eine seltene Flasche, die sofort zum Eingang jeder zuvor besuchten Stadt. Ah, okay. Kaufen wir einfach auch mal ein. Hello there. How can I help you today? We're looking for Salatoma flowers. Well now, that's an order I don't get every day. It's not for the Corsair's Scourge by any chance. The very same. Some of our crew developed fever 3 days ago. I want to take care of it as quickly as possible. Understandable, but unfortunately, I'm out of stock right now. How can you be out of stock? The flower's in season, isn't it? It is, but not too long ago, a demon appeared in Warg Forest where we harvested. And now the Abbey won't let anyone inside. They what? Why haven't they exterminated the demon? From what little I've heard, they've had trouble tracking the thing. 100 people go in, maybe only one will actually come across the beast. If it's so rare, then what's the danger? Because nobody who's encountered it has come back alive. First the Corsair's Scourge, then no medicine, the Abbey, and a mysterious demon. Never a dull moment with the Reaper's Curse, eh? I could try to order some from other towns, but if you're already on day 3, it might not make it in time. But if we go to the Warg Forest, the Salatoma will be in bloom, correct? Right, but the demon... We're going to the forest. Dass ich mich... warte mal, ist sie da... Hat es nicht gehießen, dass Eleanor auf dem Schiff bleiben soll? Oder bin ich jetzt doof? Ah, guck mal, da ist auch schon der Boss, den wir suchen müssen. Ich verstehe nicht wirklich. Hä? Hatte doch gehießen, Eleanor soll auf dem Schiff bleiben, oder bin ich jetzt doof? Jetzt ist aber doch... Was denn jetzt? Wir verbünden den Kampfbefehle und drücke schnell R3, um sie zu widerrufen. Halte gedrückt, Eleanor soll mir alles geben. Hä? Mach ich doch. Ah, das ist nicht R3, sondern L3. Okay. Nee, warte mal, ich bin doof. Von links und rechts wird unterscheiden. Die Dumbards. Ah ne, ich wollte wieder Dings machen. Oh nein, die können mich Dingsbums. Uncool. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, was Eleanor für Skills hat. Vielleicht sollte ich da mal kurz gucken. Vielleicht ist sie nämlich besser als Laphicet. Ah ne, warte mal, Arthurs. Heilender Kreis. Na. So richtigen Heal haben wir nicht. Oh oh. Nichts elektrizieren, bitte, danke. Das wäre schön. If you want to live, get out of my... Dip, dip, din, 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 din. Achso, das ist nur gegen einen, scheiße. Ah, hätte ich mir vielleicht für die Jagdquest aufheben sollen, scheiße. Naja, dauert ja noch, bis wir da sind. Bis dann haben wir bestimmt wieder voll. Maybe. Hoffe. Ja, richtig Knorke. Hey, is everyone alright? Wir kriegen auf jeden Fall Floridspuppen, habe ich gerade gesehen. Hey, Laphicet. What's the Reaper's Curse Magilu was talking about? Supposedly, Aizen's presence has the power to bring misfortune to the people around him. Is that some sort of special Moloch power or something? It's worse than mere misfortune. At Vortigern, there was a sudden mass outbreak of demon blight, and many of his fellow crew died on his watch. I find that a little hard to believe, honestly.
The Reaper's curse is all too real. It was the Reaper's curse that tore me from you and got me captured by Miss Moggy-Loo. Oh, is that so? I missed you so much. The hazy halcyon days when I would blow on your cheeks to make your tears dry up. Hey, that's not... It must be destiny that we've been reunited. How I wish I could return to your side once more. Do what you want. I don't care. Really? I won't stop you. Maybe she wants a Moloch who freely divulges a young girl's secrets. I'm fine, thank you very much. I've already got Laphicet to look after as it is. Aw, no fair! Is he the one who blows on your tears now when you cry? He most certainly does not. And as of right now, you're a stranger to me. What? Just so we're clear, Laphicet will do no blowing on any cheeks. Of course not. I mean, not that it ever happened in the first place anyway. Just forget it. Yet another victim of the Reaper's curse! Ich liebe diese Dialoge, die sind einfach so göttlich. Geil. Boah, vor allem hier gibt es 6 Truhen. Ach du Scheiße. Das, glaube ich, werden wir morgen ein bisschen mehr klären mit den Truhen. Ich glaube, wir werden jetzt so machen, wir werden jetzt schnell die Jagd machen, dann gehen wir Richtung Speicherpunkt wieder. Wir machen einfach nur, dass wir noch mal ein bisschen grinden. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Und morgen machen wir das auch mit den Kisten, Mann. Oh, quer. Machen wir da morgen in aller Frische. Eleanor, are you feeling all right? Yes, for now at least. I'm glad for that. But please remember, the Reaper's curse is no joke. Is Eisen's curse even real? I'm having trouble believing in it. You never know. Talk like that might give you a stomachache, or a blister, or a bug might fly into your mouth. A bug? Miss Moggy-Loo, please stop making up things just to scare Madame Eleanor. Like when you said that 4 Navy warships tried to detain the Von Eltia and disappeared without a trace. Or that Eisen made a stopover on an island and the men there caught demon blight. Or that a man bumped into his shoulder and started laughing and died from suffocation. Please stop. That's even more frightening. That's a pack of lies. It was 7 warships. Everyone on the island, not just men, caught demon blight. And the guy who bumped into me died from hiccups. Hold me. But as far as the Corsair's scourge goes, you don't need to worry. Just drink the Solitoma juice and you'll be fine. Assuming they're in bloom. Yeah, there is that. I have a bad feeling about this. Null. Oh Mann. Ey, das ist echt cool. Guck mal, da ist ein Flattervieh. Das wird jetzt den Kopf kürzer gemacht, würde ich mal sagen. Und dann snacken wir uns schön in Loot. Oder wir snacken uns jetzt X-Pike. Are we ready for this? Ja, das Vieh hält nicht wirklich viel aus. Warte mal, hast du noch eins? Ja. Immer erst die Ads killen. Das kennt man doch. Und nichts Neues.
Okay, das ist ein bisschen tanky, würde ich sagen. Es hält ein bisschen viel aus. Holy shit. Oh oh. Dieser Blitzeffekt ist so nervig. Habe ich dagegen irgendwas? Null. Heilmitteltrank. Will ich aber nicht usen. Einer irgendwie heilende Artes oder so. Erste Hilfe stellt GP das entfernt einen Verlangsamungseffekt. Bewegungstempo. Halt in kleinen Bereichen um das Ziel herum GP und hebt Lähmungseffekte auf. Achso, das ist Eleanor, scheiße. Okay, Eleanor, Verbrennung. Mal gucken, geht das? Nee. Naja, so hat es aber wenigstens aufgehoben. Komm, 10.000. Gibt bestimmt ein Achievement dafür. Autsch, 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 autsch. Habe ich eigentlich neue Artes? Ich habe noch gar nicht geguckt. Warum nicht ehrlich sein soll. Nö. Doch. Langenangriff. Okay. Er hat gerade so wenig Leben noch gehabt? Leute auf mittlere Schwierigkeit. Ja, das hatten wir. Haben wir vorhin schon gesehen. Ja, dann gehen wir mal zurück Richtung Speicherpunkt. Wir können ja auf dem Weg dahin schon mal nach Kisten gucken. Auch wenn hier alles ein bisschen verwinkelt ist. Nehmen wir alle Monster mit. Damit es sich auch rentiert. Und dann clearen wir morgen in aller Ruhe das Gebiet. Dann clearen wir hier alles. Mich würde echt mal interessieren, wie weit ich prozentual schon. Wahrscheinlich erst bei 20% oder so. Oder vielleicht noch 15. Hat jemand so weit den Überblick, dass er sagen kann, prozentual, wie weit ich ungefähr bin? Aber ob ich diesen Monat durchkrieg, weiß ich noch nicht. Könnte vielleicht ein bisschen kritisch werden, glaube ich. Ja, vor allem, wenn ich Dings auch habe. Stimmt, wenn ich nächste Woche eh nicht Fels aufs Spiel. Ja, nee. Dann nächsten Monat. Also ich hoffe nächsten Monat. Irgendwie mag ich die eine Attacke. Die neue. Langengriff. Nicht gut einschätzen gerade, okay. Ja, aber diesen Monat wird es garantiert nichts. Nee, ist auch nicht schlimm, alles gut. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Würde dir empfehlen, die anderen Teile bei Gelegenheit auch noch zu spielen. Würde dir bestimmt sehr gut gefallen. Ja, wie soll ich denn die anderen Teile bei Gelegenheit zocken, Zack? Weißt du, wie ich meine? Wie? Im Streamingplan passt es nicht rein und privat habe ich keine Zeit zum Spielen. Ich zock privat gar nichts momentan. Schon nicht. Wenn das so einfach wäre. Also ist das langweilig, wenn ich es doch nicht streame.
Das wäre ja ein bisschen doof. If you want to live, get out of my way. Ja, ja, Syzeria und der Rise kommt definitiv. Definitiv. Ob die anderen, also wie gesagt, ob die anderen Teile kommen, das weiß ich. Also, da habe ich keine Entscheidung. Irgendwann mal. Klar, bestimmt. Bestimmt werden wir die irgendwann mal spielen. Ich habe auch kein Problem damit, sonntags zu sagen, okay, wir machen wieder sonntags Tales auf. Hätte ich auch kein Problem mit, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Dann wird halt Final Fantasy erstmal wieder zu kurz kommen. Ich sag mal so, wenn der Rise, also Tales of allgemein gut ankommt, kann man da gerne mal drüber reden. Also mir macht Spaß. So ist es nicht. Man kann ja auch, sag ich mal, sagen, dass man nach Final Fantasy 8 guckt, dass man vielleicht erstmal einen weiteren Tales of Teil spielt. Einfach mal gucken, wie das so ist am Wochenende. Oder dann hin und wieder zu switchen. Jetzt mal wieder Final Fantasy. Also wisst ihr, erst durchspielen, dann switchen. Das kann man auch machen. Hätte ich gar kein Problem mit. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben Final Fantasy 8 durch, dann spielen wir Tales of the Beast. Danach spielen wir dann Final Fantasy 9. Und daher vielleicht, keine Ahnung. Hallo Aro. Ali, hallo, hallöle. Ja, das Empfohlen und komme ich heute nicht mehr klar drauf. Okay. Okay. Hallo Internet, beruhig dich. Und zwar die Teile gehen noch. Okay. Ich sag mal so, man. Was wir sonntags spielen, das könnt ihr natürlich auch gerne mitentscheiden. Guck mal, Chat. Ich mache das ja meist so, dass ich dann mal was vorschreibe, dass ich das und so mache. Aber wenn jetzt ihr zum Beispiel ankommt und sagt, hier, dann spiel doch vielleicht Tales of the Beast auch mal am Sonntag. Hier, da bin ich der Letzte, der sagt, nö, wir machen Final Fantasy. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, werde ich nicht jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt diesen Sonntag Tales of the Beast. Weil wir haben Final Fantasy 8 nicht durch. Da würde ich dann auch sagen, hier, wir machen erstmal Final Fantasy 8 fertig. Wie geht's dir, Arok? Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Tag. So, gehe ich kurz nochmal zurück und resette. 10 Minuten wird vielleicht noch schnell grinden. Dann wäre das schon eine gute Idee. Würde auch keine parallel spielen wollen. Ja, das sowieso. Ne, wenn ihr sagt, hier, das wäre eine coole Idee. Ja, mir geht's auch gut. Nur ein bisschen kaputt von dem Tag. Ich hatte einen ziemlich stressigen Tag. Sind noch 3 Kisten, das sehe ich jetzt erst. Oh boy. Wollen erstmal die Kisten nehmen. But that's just not possible. But the High Priest hasn't been seen since then. How do you explain that? I heard some people from the capital say that he might have been attacked by demons. The Abbey's trying to cover it up, but the truth is getting out. The security at the palace is better than anywhere else. Demons breaking in? Inconceivable. But what if a whole horde assailed the castle? The exorcists guarding the palace are elite. The best of the best. Horde or not, they couldn't have gotten in. But what if they were some sort of giant demons? No matter how elite the guards may be, they'd have trouble against something like that. If giant demons appeared in the capital, there'd be an uproar. I understand your concerns, but please remain calm and trust us. Panic and confusion,
is just what the demons want. They'll use it to slip into this very town. Well, we know that, but still. It looks like rumors from the capital are spreading. The more chaos there is here, the easier it'll be for us to move around. Soll ich da vielleicht einfach mal eine Straw Poll machen? Dass ihr sagen könnt, hier, also dass wir sagen können, okay, das ist das Spiel, nicht das Projekt, weil wenn würde ich erst ein Projekt machen, bis ihr eine Straw Poll habt und abstimmen könnt. No way! Isn't the palace the most heavily guarded place in the world? How did the exorcist let that happen? Bad news really does travel fast. They say that the demons were disguised as humans, but were actually enormous monsters, twice the size of any man. They had razor-sharp horns and 3 burning eyes. They could take over your mind just by glaring at you. If the demons were that terrible, no wonder the exorcist couldn't deal with them. Some rumors say they escaped. Some say a legate took them down in a climactic battle. But no one knows the truth. We should be ready to run in case they show up. Is the world falling apart? Will the bad times return again? A horned giant with 3 eyes, huh? Velvet, you're one scary lady. They said swarm, so they were talking about you too. Lul. Die Expedition ist zurück. Ja, das passt doch. Nee, wenn ich dann zum Beispiel sagen würde, okay, die Straw Poll hat Final Fantasy 7 den Solo-Run, Final Fantasy 1 100% und Final Fantasy 9 Alternate Fantasy und Tales of Abuse als Beispiel. Und dann könnt ihr zum Beispiel abstimmen, machen wir mal lieber erstmal Tales of Abuse. Zum Beispiel. Ich glaube, das mache ich. Dann gucken wir jetzt am Wochenende, ob das geht mit Final Fantasy 7 im Remake, Solo Run. Wenn das geht, dann würde ich das nämlich so machen. Dann könnt ihr einfach sagen, hier, mach lieber mal sonntags Tales of. Also, das Abuse. Okay, eine Truhe fehlt uns noch. Ja, ich werde trotzdem morgen früh streamen. Wir gucken jetzt gleich zusammen, gemeinsam, Auge um Auge, die State of Play. Kommen wir uns jetzt gleich zusammen rein. I can't deal with life in this village. There you go, with the whining again. Those two, they seem to be rather upset. Best stay out of it. They're going at it hammer and tongs. The phrase is hammer and tongs. I'm not whining. It's been 10 years and the village is no better off than when we started. Every year it gets colder, and every year our harvest gets worse. And the risk of demon blight hasn't gone away. Your point? Compared to other regions, Westgand has fewer cases of demon blight. Other areas are suffering worse from the cold and the demons. I'd say we're better off here than anywhere else. You're saying we're lucky that all we have to worry about is cultivating this inhospitable land? Don't be so impatient. We'll see results. Westgand has incredible potential. If we keep working this land, eventually it will become a prosperous place. Maybe not now, but in 100 years or 1,000, our descendants will have joy and plenty. That's enough for me. There you go again. Who cares about ancestors? I'm talking about... Good man, your words have moved me. As an exorcist, I promise to work my hardest to end the demon blight and help people like you find security. Oh, thank you for your kind words, young exorcist. Then I have a request. How about you start helping by marrying this fool son of mine? What? Ever since his lover gave him the slip, he's been whining like this non-stop. I'm very sorry, but that wasn't exactly what I had in mind. Nee, ich werde trotzdem dann morgen streamen. Ich denke, ich werde aber morgen nur 3 Stunden streamen. Ich bin aber überlegen, ob wir am Sonntag noch ein bisschen Tales of eher spielen anstatt Final Fantasy. Dass ich einfach auch genug Videomaterial habe. Ich auch eigentlich schon hart Lust habe, weiter zu zocken. Ich mag das Game. Das Game ist toll. Ja, also ich denke mal, dass wir sogar Sonntag... Wie gesagt, Sonntag wird noch ein kurzer Stream sein. So 3-4 Stunden oder so. Dass ich mich einfach perfekt auf nächste Woche vorbereiten kann. Wir haben 22:46 Uhr. Ah, komm. 3-4 Monster können wir noch platt machen.
Ich denke, Sonntag machen wir halt wirklich, dass wir sagen, okay, wir spielen Tales of noch ein bisschen weiter. Ich will halt am Sonntag noch die ganze Erledigung machen, die ganzen Videos schneiden, meinen ganzen Papierkram noch erledigen, der schon wieder seit 2 Wochen rumfliegt. Dass ich einfach wirklich nächste Woche Dienstag sagen kann, here we go, Range of Paradise, ich habe keinen Stress, es ist nichts dazwischen, let's go. Schlaf ist viel wichtiger. Ja. Ich werde jetzt gleich nach der State of Play schnell ein bisschen was schneiden. Werde die State of Play auch gleich hochladen. Nebenbei gucke ich noch die letzten 2 Folgen Demon Slayer. Und dann gehe ich schlafen. Aber ja, du hast recht. Schlaf ist sehr wichtig. Ja, aber dann machen wir das so. Dann gibt es ab nächste Woche eine zweite Straw Boot. Aber wie gesagt, ich will erst Final Fantasy 8 durchmachen. Und dann können wir das gerne machen. Was wäre denn noch an Solo-Projekten, wo ihr sagt, hey, das sollst du vielleicht mal spielen? Ich könnte noch Octopath Traveler theoretisch dazu nehmen. Ist ja auch ein Solo-Projekt. Schlecht gelaunt? Nein. Nein, ich bin halt schlecht gelaunt. Könnt gerne mal reinschauen. Genau. Guckt trotzdem gerne in die Strawpool rein, wenn ihr Bock habt. Was wäre denn noch ein cooles Solo-Projekt, sage ich mal? Also ich will jetzt nicht wieder 10 oder 12 Games da drin haben. Aber vielleicht noch so ein drittes Game. Also, wisst ihr, ich meine, Final Fantasy oder Tales of oder Final Fantasy 14. Willst du mich verarschen? Ich bin als am Überlegen, ob Final Fantasy 14 vielleicht auf YouTube wieder ein Projekt macht. Aber, ich sag mal so, da ist aktuell was geplant. Jetzt kommt erstmal Scharlachrote of Paradise und danach mal gucken. War eh Spaß. Ach so. Was ich denke ich nicht mehr machen werde. Klar, ich habe gesagt, ich werde Elden Ring spielen. Ist Urlaub dann für mich? Ich denke, ich werde keine RPGs-Projekte mehr machen. Nur noch JRPGs. Und bei Witch habe ich auch gemerkt, das kommt nicht ganz so gut an. Ja, Xbox oder PlayStation 4. Ich würde ja gerne PlayStation 5, aber Sony ist gemein zu mir. Sony gönnt nicht. Also Dings mit den Preisen. Ein Projekt würde ich noch, also ein Spiel würde ich mit dazu nehmen. Also könnt ihr dann entscheiden, mach eher Final Fantasy, noch ein Tales of Teil oder was anderes. Kann alles Mögliche sein. Boah, Thema, ich habe heute gedacht, ich muss den vom ganz dezent ins Gesicht fassen. Das war nett gesagt. Warum? Was war denn? So, ich würde aber langsam speichern gehen. Weil ich muss nochmal schnell aufs Klo und dann können wir uns gleich vorbereiten. Sind schon geil. Ja, das auf jeden Fall. Die machen mir auch Laune. Gut, dann erstmal YouTube. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank.